einen geglückten Fluchtversuch haben Sie noch in Ihrem Buch Faszination Freiheit auch mit aufgeschrieben. Den zeigen wir Ihnen jetzt von Christoph Hemker. Und da kommt eben eine geniale Idee zum Tragen, wie man nämlich auf dem Eis unentdeckt bleibt. 23. Januar 1963. Ein Mann steigt aus einem Taxi in Großschwansee an der Ostsee, nahe der Grenze zur Bundesrepublik. Es ist Hans Much, damals 26 Jahre alt, Arbeiter auf der Warnow-Werft in Warnemünde. Jegliche Aufstiegschancen werden ihm dort verwehrt. Ja, ich habe nur gearbeitet hier und kam ja in die Ingenieurschule mehr. Dann war für mich ja klar gewesen, wenn das nicht ist, kommt der nächste auch nicht. Entweder bleibst du hier oder versuchst wegzukommen. In Großschwansee ist Hans aufgewachsen. Am Haus seiner Eltern will er in dieser Nacht allerdings nicht vorbeilaufen. Sein Weg führt ihn abseits des Dorfes. Ich wusste ja, da unten ist das Wasser und da muss man hin. Und im Dorf kann ich nicht laufen, mehr oder weniger, weil der Bekannte wollte, was machst du hier, wie kommst du her, wo willst du hin? Die Eltern haben ja da gewohnt, also muss ich einen anderen Weg, wo ich keinen begegnen könnte. Ans Meer, da will er hin, denn im Januar 1963 ist die Ostsee zugefroren. Seit Wochen eisige Temperaturen. Hans hat die Idee, übers Eis in den Westen zu fliehen. Vor ihm die See, hinter ihm die Grenzposten, die den Strand und das Eis mit Scheinwerfern absuchen. Man hat ja ein Ziel. Wenn man ein Ziel hat, hat man keine Angst. So sehe ich das wenigstens. Wenn man was machen will, muss man es ja tun. Mit Angst kann man nichts erreichen. Hans ist so gut wie es geht vorbereitet. Sein wichtigstes Utensil, ein Bettlaken. Das war meine Tarnung, meine Sicherheit. Um nicht so erkannt zu werden, dass er was bewegt um Eis. Mit einem Nachtsichtgerät vergewissert er sich, dass keine Grenzpatrouille in der Nähe ist. War nichts zu sehen gewesen. Und dann bin ich aufs Eis noch bis vorne gelaufen, noch mal links und rechts geguckt. Es konnte die Grenze gehen. War ja keiner zu sehen gewesen. Dann bin ich dann langsam über die Schollen, die waren zusammengeschoben gewesen, dass ich nicht ausrutsche, nicht hinfalle, losgegangen. Hans geht, fast geradewegs Richtung Norden. Das Eis hält, doch ein Hindernis liegt noch vor ihm. Die Fahrrinne der Schiffe, die in die Lübecker Bucht führt. Mein Gedankengang war, bis zur Fahrrinne gehen und warten, bis ein Schiff kommt. Mit einer Taschenlampe will er Signale geben, ihn an Bord zu nehmen. Doch in dieser Nacht fährt kein Schiff vorbei. Hans wagt sich nun aufs dünne Eis der Fahrrinne, gesichert nur mit einem Seil, das er an eine Eisscholle bindet. Und dann, wo der Strick zu Ende war, da war ich auf die Hälfte gewesen der Fahrrinne. Jetzt gab die Frage, weitergehen oder zurückgehen. Nicht? Ich habe mir entschieden, weiterzugehen. Hans lässt das Seil liegen und läuft weiter. Das Eis hält. Nach insgesamt 17 Kilometern erreicht er den Strand von Grömitz. Ein Verhör bei der dortigen Polizei noch, dann ist er frei. Im Westen wird Hans Lokomotivbetriebsinspektor und findet am Bodensee sein privates Glück. Es sind ja so viele Faktoren, die schieflaufen können. Das Erwischtwerden, das Erschossenwerden, das Ertrinken. Also 50-50 fand ich die Chance. Also wir alle, die ganze Familie, sind da schon immer sehr angetan und fasziniert. Den riskanten Weg über die zugefrorene Ostsee. Hans Much hat ihn nicht bereut. Faszinierende Geschichte, die Bodo Müller auch in den Stasi-Akten recherchiert hat für sein Buch Faszination Freiheit. Auch ein schöner Satz, wenn man ein Ziel hat, hat man keine Angst, oder? Genau. Und das mit dem Bettlaken auf dem Eis, das ist natürlich eine geniale Idee, wie ich finde.